Das bin ich, 12 Jahre alt und wie ihr sehen könnt, fühle ich mich gerade wie der coolste Typ in der ganzen Stadt, weil ich gerade zum ersten Mal After Effects entdeckt habe. Aber ja, wirklich, mit diesen Clips hat meine Reise als Visual Effects Artist angefangen. Und sie sind wunderschön. Anlässlich zum neuen Star Wars Film nehme ich mir heute diesen Clip und noch 2 andere und versuche die mit meinem heutigen Können nachzustellen, um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu haben und um zu sehen, ob ich es immer noch drauf habe, so wie mit 12. Dieses Video wird von Safdesk unterstützt, der Software die Steuern und Buchhaltung endlich erträglich macht. Wir sind heute wie immer in meinem wunderschönen Büro und werden als allererstes mit den Dreharbeiten anfangen. Dreharbeiten. Um die Shots möglichst cool zu machen, brauchen wir nämlich nicht nur bessere Visual Effects, sondern auch eine bessere Kamera. Denn die Clips vom Anfang habe ich mit dieser Kamera aus dem Jahre 2008 gemacht. Mindestens genauso wichtig wie die Kamera ist das Licht, mit dem ich hier ein bisschen rumexperimentiere, um eine coole Stimmung in die Szene zu bringen. Hier habe ich, wie man sieht, einen Filzstift benutzt für mein Lichtschwert, aber für 9 € habe ich mir von Amazon ein cooles Lichtschwert geholt, welches auch ausfahren kann. Ich studiere hier zwar gerade genau die Bewegungen von dem alten Clip ein, um das 1:1 nachzumachen, habe mich aber dann später doch dazu entschieden, was Cooleres zu machen und bin dann spontan damit gelandet und ich finde, das sieht auch deutlich besser aus. Bevor wir zu den epischen Lichtschwerteffekten kommen, geht's an die Aufnahme des Feuerdaumens. Damit der Minecraft-Shot nicht so verwackelt ist wie im Original, werde ich hierfür ein Gimbal verwenden, welches mal eben aufgebaut ist und welches dazu dienen soll, die Kamera möglichst gut zu stabilisieren. Wie ihr es gerade hier seht, ist ein ganz witziges Teil. Zusätzlich habe ich hier einen externen Monitor, damit ich oben sehe, was die Kamera da unten alles aufnimmt. Und hier sehen wir jetzt im Vergleich links die Gimbal-Arbeit und rechts das fertige Video. Und ich finde, das ist ein bisschen besser geworden als der Clip von vor 10 Jahren. Und wir fangen auch direkt mit der Bearbeitung von diesem Clip an und als allererstes müssen wir die Kamera tracken. Das bedeutet, wir müssen die Kamerabewegung auffangen, damit wir einfach später ein Objekt da reinstellen können und das halt dann am Boden bleibt. Ob das perfekt geklappt hat, testen wir jetzt auch, indem wir da so einen kleinen Würfel reinstellen und das sieht schon ziemlich gut aus und daher wissen wir, dass es perfekt geklappt hat und wir jetzt Minecraft-Sachen da reinmachen können. Ich habe mich dazu entschieden, nicht so eine langweilige Grasfläche reinzusetzen, wie das, was ich von vor 10 Jahren gemacht habe, sondern ich klaue mir was Schönes von der Map unseres Minecraft-Server-Projekts. Da ziehe ich mir die Stadt Nepea raus, mach's in unser 3D-Programm rein und entscheide mich dann für dieses wunderschöne Häuschen. Der Link zum Minecraft-Server Discord ist übrigens in der Beschreibung. Und jetzt steht dieses Haus schon in meinem Zimmer, sieht noch nicht ganz gut aus, aber wenn wir das noch ein bisschen umpositionieren und größer machen und rausrendern, das habe ich aber über Nacht gerendert. Das, was ihr jetzt gerade in Zeitraffer seht, hat ein paar Stunden gedauert. Jetzt setze ich das Haus mal in die Szene rein und da sehen wir jetzt, da fehlt ja noch Schatten. Und jetzt, was viele von euch nicht wissen, viele denken, man rendert direkt aus dem 3D-Programm das fertige Video raus, aber das stimmt nicht, sondern man fügt später mehrere Schichten übereinander, zum Beispiel Schatten, Reflexion und so weiter und so fort. In unserem Fall haben wir jetzt hier zum Beispiel den wunderschönen Schatten und da setzen wir dieses Gebäude drauf und nach ein bisschen Farbanpassungen, damit unser Haus auch wunderschön zum Hintergrund passt, kann das Ganze schon gerendert werden. Und wir haben dieses wunderschöne Haus, was jetzt einfach so in meinem Zimmer drin steht. Und ich finde es ziemlich geil, wir haben jetzt einfach ein Minecraft-Haus im Büro hier hinten drin und das ist meiner Meinung nach deutlich cooler als die Version von vor 10 Jahren. Und jetzt kommt meiner Meinung nach das Coolste am Video und zwar der Lichtschwert-Shot. Ich glaube, es interessiert ziemlich viele von euch, wie die Effekte von einem Lichtschwert gemacht werden und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch denken, das wird einfach getrackt oder mit Motion Capturing irgendwie gemacht, dass dann automatisch einfach so ein Laser dann drauf gebastelt wird. Aber so machen wir das nicht. Die gängige Methode ist es, ein Lichtschwert zu nehmen und zwar nicht nur einen Griff, weil dann muss man ja schätzen, wo der Laser hinkommt und das ist immer ziemlich ungenau. Deswegen nimmt man so ein Lichtschwert, was eben auch wirklich hier eine Stange dran hat, damit wir auch genau wissen, okay, da kommt der Laser hin. Und diesen Laser, den zeichnen wir jetzt mehr oder weniger komplett manuell, Bild für Bild mit Masken ein. Und das hat wirklich ziemlich lange gedauert. Hier fragt ihr euch jetzt vielleicht, hä, wieso hat er die Maske so komisch dreieckig gemacht, weil so ein Lichtschwert ist ja nicht dreieckig und das liegt daran, dass ich das Lichtschwert hier gerade so schwungvoll bewegt habe und ich dann dadurch durch diese Breite die Bewegungsunschärfe darstelle. Was hier auch ganz spannend ist, die Originalbewegungsunschärfe auf unserem echten Lichtschwert, die gibt uns auch so ein bisschen die Richtung vor, in die wir das Laserschwert abschrägen können, weil ihr seht ja hier zum Beispiel, dass es hier gerade so schräg zugeht. So ein mühevoller kleiner Ball ist dann dieses Werk hier entstanden. Wir haben ein weißes Lichtschwert, da fehlt natürlich noch das ganze Leuchten. Und was glaube ich auch wirklich interessant ist für euch und viele vielleicht noch gar nicht wussten, so ein Lichtschwert wird nicht einfach blau gefärbt zum Beispiel, sondern dieser Kern eines Lichtschwerts, der bleibt eigentlich immer weiß und außenrum wird dann einfach nur die Leuchtfarbe einfach hinzugefügt. Das machen wir jetzt so, indem wir diesen Lichtkern ein paar Mal duplizieren und dann immer unterschiedlich verschwommen machen, damit wir eben so einen leichten Verlauf nach außen haben, was dann eben aussieht wie ein Glühen. Und damit haben wir jetzt ein Glühschwert, was einfach weiß ist. Und das, ich finde echt ein weißes Lichtschwert auch schon echt ziemlich geil. Wir färben das in dem Fall noch ein bisschen rot ein, was finde ich für diesen Shot einfach am coolsten aussieht. Wir könnten das Ganze jetzt auch türkis machen oder hellblau und es würde
wird auch ziemlich geil aussehen. Wir können da wirklich jede Farbe jetzt auswählen. Aber ich habe mich hier für Rot entschieden und füge jetzt noch ein paar Lichteffekte hinzu, weil wenn man so ein Lichtschwert anmacht, dann leuchtet natürlich so die ganze Gegend so ein bisschen. Und das habe ich hier auch hinzugefügt. Ich habe es auch so gemacht, dass dieses Lichtschwert so ein bisschen flackert und nicht immer gleich hell ist. Das erkennt man vielleicht bewusst gar nicht unbedingt, aber unterbewusst schon. So, der Shot ist fertig und der rendert jetzt auch, aber er wirkt noch immer nicht richtig cool. Was da noch fehlt, ist das Allerbeste, und zwar die Lichtschwert-Sounds. Zum Beispiel beim Anschalten des Lichtschwerts dieses Geräusch. Und dann beim Bewegen des Lichtschwerts natürlich noch die Geräusche, die zur Bewegung passen. Und zusätzlich habe ich den Ton auch noch so eingestellt, dass wenn jetzt das Lichtschwert nach rechts geht, dass es sich dann eben auch so anhört, als würde es vom linken zum rechten Ohr wandern. Das Ergebnis ist dann der Shot hier. Ich bin ganz ehrlich gesagt echt überrascht von meiner Performance. Ja, also diese Bewegungen, die habe ich komplett spontan gemacht und wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, hey, voll peinlich. Ich bin damit echt zufrieden. Dann fehlt uns natürlich noch der Feuerdaumen, den wir ein bisschen aufpeppen müssen. Als Kind habe ich da wirklich einfach ein Video von dem Feuer auf meinen Daumen gelegt. Das Problem dabei ist halt, dass ein Feuer sich ja eigentlich wirklich so mitbewegt. Ja, das hängt ja so hinterher und dadurch wirkt es eben erst realistisch. Und um das wirklich möglichst gut machen zu können, müssen wir das Feuer selber erstellen. Und zwar machen wir das mit Partikeln. Das muss ich euch jetzt nicht im Detail erklären. Man kann bei Partikeln eben die Anzahl einstellen. Man kann einstellen, wie sich die Partikel bewegen, wie viele Partikel es sind. Man kann da gewisse Windwiderstände hinzufügen. Man kann einstellen, dass sich die Partikel so streuen und dann so hin und her wackeln. Man kann einstellen, dass die Partikel langsam unsichtbar werden und das dann eben auch animieren, sodass es aussieht, als würden die Partikel wirklich durch Luft oder durch einen echten Wind cool beeinflusst werden. Dann aktivieren wir noch die Bewegungsunschärfe bei den Partikeln, damit diese ganzen einzelnen Punkte zu Schlieren zusammenwachsen, die dann wirklich aussehen wie so ein einzelnes Objekt. Und dann können wir hier die Farben ändern. Jetzt grün, sieht auch cool aus. Ich suche mir hier so einen schönen Orangeton aus und das passt dann eben perfekt. Damit dieses Feuer nicht einfach irgendwo rumschwebt, müssen wir das jetzt auf den Daumen setzen. Dazu tracke ich jetzt den Daumen hier und zwar aufwendig manuell, da ich es hier nicht anders wirklich tracken konnte, weil der Daumen eben nicht im Fokus ist und unscharf ist und dadurch habe ich nicht genug Details, um das richtig gut zu tracken. Und wenn wir jetzt das Feuer draufsetzen, dann finde ich, hinkt das ein bisschen zu sehr hinterher, weil normal geht ein Feuer auch, wenn man es bewegt, erstmal nach oben und dann zur Seite. Und hier geht es halt direkt so zur Seite und das finde ich halt nicht so cool. Dann fügen wir noch ein bisschen Rauch und ein Glühen hinzu, animieren das Feuer an der Stelle, wo ich es auspuste, damit es eben so ein bisschen breit gefächert wird und einfach weggeht. Und haben dann auch schon dieses Ergebnis. Ich finde vor allem auch den Rauch hier ziemlich cool und ihr seht jetzt ganz genau, dass so ein Feuer eben hinterher hinken muss und nicht einfach direkt auf seinen Daumen drauf sitzen muss, ja. Es macht auf jeden Fall Spaß, diese ganzen Shots nochmal aufzuarbeiten, denn das waren wirklich die ersten paar Shots, die ich jemals mit Visual Effects gemacht habe. Ich werde auch wirklich oft gefragt, ob ich das Ganze an der Uni oder an der Schule gelernt habe. Jetzt wisst ihr, dass ich das kann, weil ich das einfach als Hobby schon extrem früh angefangen habe und dann einfach niemals aufgehört habe. Wie bereits am Anfang erwähnt, wird dieses Video unterstützt von Safdesk. Safdesk ist eine Software, mit der Selbstständige ganz einfach ihre Buchhaltung und Steuern automatisieren können. Anstatt unzählige Belege in unübersichtliche Ordner zu sortieren, scannt man sie mit Safdesk einfach per App ein oder wählt sie von seinem Computer aus. Safdesk liest automatisch alle wichtigen Informationen, wie zum Beispiel den Betrag oder die Rechnungsnummer heraus und man hat direkt alle seine Belege kategorisiert und seine Ausgaben und Einnahmen sowie eine Einnahmenüberschussrechnung und weitere Statistiken. Klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und testet Safdesk gratis für 14 Tage, natürlich ohne irgendwelche Zahlungsinformationen angeben zu müssen. Nächste Woche am Samstag kommt ein Video, in dem ich eine Woche lang so lebe wie Elon Musk. Also wenn ihr das nicht verpassen und mich auf meiner Reise begleiten möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!